In diesem Bild zieht eine auffällige Marmormehlstruktur die Aufmerksamkeit auf sich. Dazu kommt der spannende Kontrast zwischen den beiden Farben. Wie du das kreierst, zeige ich dir in diesem Video. Für meine Leinwand von 50 x 50 cm habe ich schon 360 Gramm Marmormehl und 230 Gramm Acrylbinder zusammengemischt. Das ist eine cremige Masse und der erste Schritt ist jetzt ein kompletter, dünner Auftrag auf der Leinwand. Das muss nicht vollkommen glatt sein, aber es sollten auch keine Spachtelspuren zu sehen sein. Dann wird direkt im Anschluss diese starke Struktur gespachtelt. Ich habe jetzt eine ordentliche Portion Marmormehl auf dem Spachtel und beginne in der Hälfte dieser Figur. Das heißt, der erste Teil wird nach oben weggestrichen. Ich lasse ganz bewusst diese Kanten stehen und setze dann nochmal mit dem voll beladenen Spachtel nach. Es ist ein Ausstreichen zum Rand hin. Bitte glätte nicht den gesamten Auftrag, sondern es müssen diese starken Strukturen am Rand stehen bleiben. Für den zweiten Teil dieser Figur drehe ich jetzt die Leinwand um und setze im Grunde genommen nochmal genau das Gleiche dagegen, auch wieder mit dem voll beladenen Spachtel. Du brauchst viel Marmormehl an dieser Stelle, damit wirklich die Struktur super gut aufbricht. Und da kommt nochmal diese Figur, jetzt aber eben zur anderen Seite, noch ein zweites Mal mit Marmormehl nachsetzen und auch das dann ganz sanft ausstreichen in Richtung Rand. Diese dicke Schicht Marmormehl braucht 2 Tage zum Trocknen, aber dann sind die Risse garantiert und es sieht toll aus. Das erste, was jetzt ansteht, ist einmal deine Leinwand zu schleifen. Ich mache das mit einem 80er, 100er Schleifpapier und es geht vor allem um die Kanten, die oben spitz unangenehm sind unter der Hand und um die Ränder an der Leinwand. Feg nach dem Schleifen dein Bild gut ab und dann kannst du mit dem Farbauftrag starten. Du brauchst jede Menge Weiß, wie immer, dann ein gebranntes Sienna und ein Türkis. Zunächst grundiere ich einmal die ganze Leinwand mit Weiß und dann kann ich die Farben hinzusetzen. Diese weiße Grundschicht hat den Vorteil, dass ich nicht zu schnell zu farbig werde, sondern die Farbe sehr gut steuern kann, indem ich es nach und nach hinzugebe. Denke auch an die Ränder deiner Leinwand.
Zum Verblenden der Farben sind die Finger hervorragend geeignet. Wenn diese Schicht gut trocken ist, dann verstärkst du jetzt den türkisen Farbauftrag. Das machen wir mit einer etwas flüssigen Farbe, also diesmal ist es die reine Farbe, aber sie wird verflüssigt, sodass sie also nicht so stark aufträgt und du den Farbauftrag gut steuern kannst. Du brauchst auch eventuell eine Sprühflasche, wenn Farbaufträge verlaufen sollen. Das solltest du dir schon mal bereitstellen. Lass alles gut durchtrocknen und dann kommt der nächste Schritt und das wird ganz deutlich, wir müssen an die Vertiefungen ran, weil die noch weiß hervorblitzen. Das wird jetzt wieder ein flüssiger Auftrag. Ich gebe etwas mit der Sprühflasche Wasser auf die Leinwand und verdünne mir dann den Braunton, so dass ich also gut in die Vertiefungen komme mit dieser flüssigen Farbe. Das ist jetzt einfach handwerklich, hier gibt es wenig zu gestalten. Sorge einfach dafür, dass die Farbe gut in die Vertiefungen eindringen kann. Alles, was dann zu viel ist oben drüber, das können wir mit Wasser wegsprühen und dann abtupfen. Auch diese Schicht muss gut durchtrocknen. Und jetzt ist es nochmal ein weiteres Ausarbeiten, das Verbinden dieser Farben, die wir haben. Ich habe alle 3 Farben nochmal bereitgestellt. Ich nehme etwas Wasser hinzu, dass sie also nicht kompakt aufgetragen werden, sondern eher in so einem leicht lasierenden Ton. Und gebe dann die Farben teilweise gemischt, sogar das Braun und das Türkis werden etwas gemischt, um so einen Zwischenton zu erzeugen und gebe das jetzt an einigen Stellen ein. Dadurch entstehen Highlights bzw. besondere Farbnuancen.
die dann aber auch nochmal mit Wasser besprüht werden können, um sie einfach lasierender zu machen. Du siehst hier, das Weiß wird jetzt im Moment sehr kompakt. Das kann man aber mit Wasser dann gut auflösen und schöne helle Stellen bringen, ohne dass sie also so angemalt aussehen. Wenn das durchgetrocknet ist, dann kannst du jetzt entscheiden, ob du fertig bist. Das kann sein, dass sich dein Bild schon sehr gut entwickelt hat, dass die Farbnuancen schön sind, dass dieses starke Marmormehlmotiv in der Mitte gut kommt. Ich möchte allerdings noch ein bisschen weitergehen, das noch ein bisschen stärker differenzieren, die Farben vielleicht noch ein bisschen anders hervorbringen. Und das mache ich jetzt mit Wachspaste. Den Link zu dieser Wachspaste findest du im Begleitheft. Die Wachspaste wird mit einem Pigment verknetet. Das heißt, ich habe hier genau die gleichen Pigmente, also die gleichen Farbtöne, wie ich sie schon im Bild habe, und nehme jetzt ungefähr Pigment und Wachssalbe 1:1 und verknete das zu einer Paste. Das hat so ein bisschen die Konsistenz wie Schuhcreme. Und damit kann ich dann gezielt nochmal an einigen Stellen eingreifen und vor allem diese Strukturen nochmal hervorragend sichtbar machen. Als ich dann alle Farbtöne angerührt habe, habe ich gemerkt, ich brauche noch ein grünlicheres Türkis. Das habe ich mir also unten rechts nochmal schnell fertig gemacht. Und jetzt werden die Farben gemischt. Alle Farben können dann untereinander gemischt werden. Ich nehme hier also auf jeden Fall Weiß hinzu und auch ein ganz kleines bisschen von dem Braun, um also dieses ganz kräftige zu brechen. Und dann nimmst du ein Baumwollläppchen, wie zum Beispiel ein altes Spannbetttuch, und drückst das in der Paste ab und kannst jetzt mit dieser Paste nachträglich die Strukturen bearbeiten. Also ich gehe jetzt zunächst über die höheren Stellen. Du siehst, es wird ein bisschen heller. Das kann man noch ein bisschen verreiben und ein bisschen einarbeiten und so natürlich jetzt ganz gezielt Strukturen hervorheben oder zum Beispiel auch noch im Hintergrund die sanften Marmormehlspuren mit helleren Farbtönen noch herausheben. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Die Wachsschicht braucht ein paar Tage zum Trocknen.
Du kannst feststellen, ob sie trocken ist, wenn du mit den Fingern drüber fühlst und sich nichts mehr klebrig oder wachsig anfühlt. Dann kannst du lackieren in einer Ausprägung deiner Wahl, entweder glänzend oder matt. Du kannst ein bisschen Wasser hinzusetzen und den Lack so etwas verdünnen und verlängern und dann einfach einmal das Bild durchlackieren und dann ist das fertig.